In dieser Folge stellen wir uns schon frühmorgens bei außergewöhnlicher Kälte schwierigen Bedingungen und gehen der Frage auf den Grund, warum Disziplin Motivation immer um Meilen schlägt. Guten Morgen, Freunde, zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Es hat 6 Grad, es ist sehr kalt und wir gehen auf eine schnelle, frühe Session surfen und zwar an der Westküste. 4 bis 5 Fuß, 11 Sekunden, kein Wind, windstill. Ich kann von hier oben schon die Lines sehen, wie sie schön reinrollen. Also gerade konnte man sie sehen, jetzt nicht mehr. Auf der GoPro so und so nicht, ist ein bisschen zu weit weg dafür, aber wir sehen es ja gleich im Wasser und ja, deswegen schnelle Session, gar nicht lange reden, direkt rein ins Wasser. Juhu! Ja, guten Morgen. Ich bin dir gerade entgegengekommen. Und? Ist besser geworden? Ja, ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, ich habe jetzt auch eine wärmere Jacke, also kannst du besser werden. Wir sind gerade schon hier gewesen. Dann sind wir rüber zu einem anderen Stand gefahren, weil es sieht so undefiniert und durcheinander aus. Und dann noch mit der Kälte. Dann haben wir auf der anderen Seite geguckt, dann sah es auch blöd aus. Jetzt sind wir wieder zurückgekommen in der Hoffnung, dass jetzt... Es sieht schon besser aus. Sieht schon viel besser aus. Es ist auch gefühlt jetzt... Sorry, Philipp. Es ist auch schon 10 Grad wärmer. Wir wären schon längst im Wasser, wenn ich nicht hier die ganze Zeit so und her. 10 Grad wärmer, ja, jetzt mit der Jacke schon, ja. Und Leute, ihr wisst ja, es ist ja immer so, der erste Spot, den man anguckt, ist immer der, in den man dann reingeht. Man muss es einfach machen. Ja. Auch immer nicht will. Ja. Boah, da, die rechte. Also wenn es so kalt ist und der Sand eiskalt ist, dann werden die Füße sofort zu Eisklumpen. Und das sind so die Morgen oder die Tage, bei denen Motivation und Spaß am Surfen, zumindest zum Reingehen und sich überwinden, morgens rauszugehen, nicht ausreicht. Da zählt dann Disziplin. Und einfach machen, einfach total stumpf. Das hilft. Rein, raus aus dem Bett, rein ins Auto, rein in den noch kalten, nassen Wetsuit vom Vortag und einfach rein. Ich kann jetzt schon meine Füße nicht mehr spüren. Der Sand hat 4-5 Grad, ist feucht. Also kalter Sand, barfuß ist einfach sofort... Ja, ist wie auf Eis laufen, fühlt sich das an. Deswegen jetzt schnell ins Wasser, weil das Wasser hat so 18 Grad. Und das ist dann deutlich, merkt man, ist deutlich wärmer im Vergleich zu hier. Ja. Viele denken, dass Disziplin Zwang ist, so ein Drill oder so eine Art Selbstkasteiung. Aber für mich ist es genau das Gegenteil. Disziplin heißt für mich, Verantwortung zu übernehmen für meine eigenen Ziele, auch wenn es schwer ist. Dann ist die Frage nicht, habe ich heute Lust? Sondern die Frage ist, was ist mir wichtig? Und die macht aus meiner Sicht einen riesen Unterschied. Jetzt kommt gerade ein ziemlich großes Set. Das ist ein Beach Break, wo es überall reinbricht. Das heißt, es wird ein anstrengender Paddle-Out. Du musst einmal noch den Channel finden. Ich glaube, der geht hier und dann nach links. Ja, hier. Mit Anfang 20, als ein erster großer Traum von mir geplatzt war ich mir nicht mehr so sicher, was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Und los geht's. 7:48 Uhr und sehen, wie lange ich brauche, um rauszukommen. Mich in der Zeit für eine Sache zu motivieren, ist mir zwar immer leicht gefallen, aber wirklich lange dabei zu bleiben, wenn von außen kein entsprechender Druck da war mir zu der Zeit fast unmöglich. Mit der Folge, dass ich ein doch sehr durch äußere Erwartungshaltungen bestimmtes Leben lebte, indem ich mit großer Mühe die Dinge schaffte, die ich glaubte gebacken kriegen zu müssen und ständig neue Dinge ausprobierte, um herauszufinden, was mir wirklich wichtig war. Fast draußen, aber noch nicht ganz geschafft. Noch durch die zweite Impact Zone durch. Hier, das ist jetzt trügerisch. Hier bricht zwar jetzt gerade nichts, aber wenn ein Set kommt, dann kann es schon durchaus sein, dass uns hier noch ordentlich abgeräumt wird. Da.
Das Schönste ist, zumindest geht es mir so, wenn ich tue, was ich mir vorgenommen habe, auch wenn keiner zuschaut, dann baut das in mir ein unheimliches Selbstvertrauen auf. Und dann werde ich zu dem Menschen, auf den ich mich selbst verlassen kann. Und das ist ja mal keine Strafe, sondern das ist richtige Freiheit. Ich habe es rausgeschafft, es ist jetzt 7:53 Uhr, also 5 Minuten. 5 Minuten Pedalout. Ging. Spannend ist, dass auch Studien zeigen, dass Disziplin wie ein Muskel trainierbar ist. Und je öfter wir uns überwinden, desto besser werden wir darin, für eine Sache dran zu bleiben und regelmäßig über einen langen Zeitraum dafür aufzustehen, fällt natürlich etwas leichter, wenn es für eine Sache ist, die einem aus dem Herzen raus wichtig ist. Frühstück! Ja, mega. Danke. Frühstück im Line-Up. Und das Beste wäre Clean-Up-Set. Ein Kaffee bitte. Oh, ich sag komm. Ja, schön. Ist auf keinen Fall gesponserte Werbung oder so. Andi hat einfach immer oder oft einen Riegel dabei. Aber für den Zukunft nach Sponsoren. Ja, genau. Mal schauen, ob wir jetzt bessere Wellen kriegen. Aber sicher, oder? Da, guck mal. Und jetzt direkt rein, uncut. Ja. Ja, schön in den Closeout. Die Session war auf jeden Fall nicht einfach, so wie die Bedingungen waren, aber je länger wir da draußen waren und uns gegenseitig herausforderten, das Beste draus zu machen und immer krassere Wellen zu surfen, desto mehr Spaß hatten wir. Go, go, go. Die Freude am Surfen erwächst für mich ja vor allem auch daraus, dass ich konstant am Lernen bin und meine Fortschritte selber auch mitbekomme. Die wären ja auch überhaupt nicht möglich, wenn ich nicht morgens aufstehen würde, um eben daran weiterzuarbeiten. Ich habe auch erst mit 30 angefangen, überhaupt surfen zu lernen und Naturtalent bin ich bei weitem nicht. Ausdauer und immer wieder aufzustehen und weiterzumachen hat mir dabei unheimlich geholfen, besser zu werden und zeigt mir auch, dass Disziplin deutlich mächtiger ist als Talent. Das ist aber nur, wie ich das Ganze sehe. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Auf dem Weg nach draußen hatte ich dann noch direkt einen der längsten Holddowns der Saison, als mich eine Welle noch richtig ordentlich abgeräumt hat. Das war dann auch das Ende der Session. Und wenn euch die Session gefallen hat, dann hinterlasst ein Abo, dann nehme ich euch beim nächsten Mal wieder mit. Freue ich mich auf euch. Macht's gut und bis bald.